Peace Leute, was geht ab? Ich heiße dich herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar heute mit einer Reaction wieder mal. Und wie ihr seht, bin ich nicht alleine, sondern ich bin da mit Don. Was geht ab? Ja, heute nicht allein mit Don. Bisschen alleine habe ich mir gedacht, das ist langweilig. Und heute reagieren wir auf Iman Gassi. Also ich glaube, ihr werdet ihn halt kennen. Die meisten, glaube ich. Und wir gucken uns einfach an, wie er ein Privatjet, also ein PJ, bestellt, konfiguriert, und wir gucken uns diesen Durchlauf aus, wie es so abläuft, wenn man einen PJ holen will. Ich glaube, viele in unserem Alter kennen das. Man hat geträumt, Mercedes konfiguriert, man bestellt auf den so. Ja, direkt nachts, ne? Diese 3 Uhr, du hast diese Filmmotivation, du gehst auf Lamborghini-Webseite, eigene Lamborghini, eigene Porsche erstellen. Direkt diese Filme. So. Und heute PJ. Deswegen nicht viel reden, ich würde sagen, gehen wir rein ins Video. Let's go. Honestly, what would be the maximum budget that you would want to spend? This couch, the 2 chairs, it would cost about $400,000. The G550, this is the what it looks like outside. That airplane's going to cost about $3.6 million a year to run it. It's hard to hate on the truth, I'm living it, enough men hate with their lives instead. Counting cash for the phone to my ear, I feel like me from a private jet. Ey, diese Vlogs krank, Digga. Also solche Art von Vlogs will ich auch machen. Das. Some final taste tests. It's quite cool that we're able to come to manufacturing. Wer ist das überhaupt? Kennst du nicht? Nein. Also er ist 23 irgendwie, ich glaube, Multimillionär oder so. Was macht er? Er hat mit Dings, glaube ich, auch angefangen, mit Jobshooting und mit Social Media Marketing und so. Boah, Geistesnah. Er scheißt auf jeden Fall Geld, das ist halt die Hauptsache. So. Und weil 21, wir haben noch 2 Jahre Zeit, ne? Und dann müssen wir dort stehen. Okay, let's go. Don't normally let this happen. The suburbs are filled with ebonics and trap sonics. And then what's the sodium content like? Electrolyte profile? It's like yeah, so we've got slightly more electrolytes in it. So it's the same in terms of sodium, potassium, chloride, but we've got also got magnesium. guck mal, ob das, weil uns interessiert eigentlich nur der PJ, Digga. Das schneidest du auch aus, ne? It doesn't taste like Viel Glück beim Schneiden. after. It's nice. Drink that. I think it fixes it. Oh yeah, this one's Das war schon da, sehr viel Das war's so. Der beste Weg, um mit 20.000 Das Gute schneidest du alles. online Geld zu verdienen, ist nicht als Browser über. And you can see some houses, stuff like that. But you never got something like that for jets. But yeah, now that things are kind of progressing. Okay, okay. The seats go. Where are you going? We are going to the jet business. Jet business is started by a guy called Steve. I remember when I used to live in London, I thought for years, like I would see it walking just here on Park Lane, hereabouts in Knightsbridge, and I always used to see a jet. And you don't really ever see that in London or really anywhere in the world, like a physical store for purchasing jets. Like, you know, you've got real estate agents and stuff like that. You can come in, you can see some houses, stuff like that, but you never got something like that for jets. But yeah, now that things are kind of progressing along a little better, and it's something that Und Stühle, not yet. I want to make Sofa, Couch komplett für einen Jet. Digga, das Mit ist. Fernseher, Ja, das ist. Aber guck mal, würdest du, guck mal, wie er jetzt aussieht. Würdest du, wenn du einen Jet holen würdest, auch Smoking anziehen oder würdest du deine normalen Kleidung anziehen? Boah, ich weiß, ich würde, glaube ich, ganz normal. Normal, ne? Weil im Endeffekt juckt gar nicht, wer gekleidet ist, Hauptsache er hat das Cash und kann sich das holen. So auf den. Ja, okay. Juckt nicht. Aber ich glaube, das ist halt so, unser Kleidungsstil, deswegen geht er so. 1 to 2 years. Yeah, I thought we'd go along, have a chat with Steve, and then also maybe give you guys a little bit of insight and context into the jet business, how it works. I'll probably even get him to talk about jet chartering. I know a lot of you guys are curious, how much does it cost to actually fly private? Is it stupid? What are the kind of planes? So we'll run through all that with Steve. Ambitions, 14 euro. Grades going down as I'm stacking up zero. Welcome to the jet business. Upon entering, my favorite phrase is time is money, buy a jet. So, I mean, it really is, the whole basis on an airplane, I always say, you know, it's not about luxury, it's really about... Time is money by jet. Ich check den nicht. Also, Zeit ist Geld. Das sowieso, ja. Aber was meint er mit bei Jet? Kaufen Jet, glaube ich. Ach so. Nein, ich check nicht. Ich versuche es, ich check noch nicht. Time is money, ja okay, bei Jet.
Von Jet oder kauf ein Jet? Ich glaube, er meint, kauf ein Jet. Nein, 10 Millionen, Bro. Ein Jet kostet 10 Millionen. Aber boah, wenn du das Geld hast, boah, ich brauch kein Jet. Ich kann First Class fliegen. Boah, nein, ich kann mit dem Fahrrad fahren. Jet. Du brauchst kein Jet. Also wenn ich das Geld hätte, dann brauchst du trotzdem keinen Jet. Boah, du brauchst auch keine 5 Autos. Yeah. Doch, Bro, das ist so Matching zum Outfit. Matching zum Outfit. Ich zieh Bam, schwarz an, bumm, da muss ich schön mit einem carbonfarbenen schwarzen Lambo fahren. Braucht man wirklich 5 Autos? Nein, braucht man nicht. Eins würde komplett reichen. Da will ich sehen, dass du keine 5 holst. Boah, das ist was anderes. Wenn man sich 5 leisten kann, okay, mach. Aber ich sag nur, man braucht es nicht wirklich. Man braucht es nicht wirklich. So, kauf dir ein Auto, kauf dir ein Haus, kauf dir ein Jet. Es würde kauf dir einen Helikopter am besten. Okay, Jet oder Helikopter? Jet. Ich würde definitiv Helikopter. Nein, Jet für dich. Okay, schau mal, du hast stell dir mal vor jetzt, du wohnst hier in Hamburg und willst einen Helikopter. Ja. Denkst du, kannst mit Helikopter nach, keine Ahnung, fliegen? Wenn ich das Geld habe. Nach Tokio fliegen? Aber hättest du Lust, einen Helikopter von Hamburg nach Tokio zu fliegen? First Class Flugzeug. Ne, du hast gerade Helikopter gesagt. Helikopter und Jet ist nicht das gleiche. Okay, aber ja. Okay, wenn du von also willst du nur Helikopter, um hier in Deutschland rumzufahren? Wenn du von Hamburg nach München fahren willst. Ja. Nimmst du dann Jet? Oder nimmst du Helikopter? Ich bin noch nie die Strecke geflogen. Ich bin auch noch nie nach Tokio geflogen. Aber das ist ein Beispiel jetzt. Weil zum Beispiel jetzt von Hamburg nach Tokio ist ja, ich glaube mehr als 12 Stunden oder so. Deswegen, ich würde mir ein Jet holen. Also ich würde es bevorzugen, ein Jet zu holen, anstatt jetzt ein Helikopter. Weiß ich. Was sagt ihr dazu? Schreibt mal in die Kommentare. Weiß ich nicht. Also ich bin Team Jet, er ist anscheinend Team Helikopter. So, also schreibt in die Kommentare, Team Helikopter oder Team Jet. Let's go. A time machine and being a capital asset to a company. This is a club room where sometimes, like right now, we have a client in the main studio there, and so if we really want to, I have another video wall here that I can do another presentation on. However, this one I can't do the full floor plan of all the airplanes, and I'll show you. I'll take you through the app on that wall because it's just much more effective. It's one of these experiential journeys, if you want to call it that. If you're really interested in trying to buy an airplane, it's an unbelievable tool. So this is a little bit more of a private kind of app. So I know it's an ashtray there. You guys smoke in here? You can do whatever you want here. Class clown type that like to holler at the chicks. This is a Airbus 319, Airbus 320, actual cross-section of the aircraft. I didn't really build this thing in here and put it in the front window really to sell Airbuses or Boeings. The real reason was obviously it's a marketing gimmick to catch the people's eyes in the window. Das ist stark. I always used to see a jet. Man sieht die Hälfte von einem Jet. Man sieht die Hälfte, wenn du so wie bei C&A vorbeifährst. Dann siehst du diese kleinen Dreckspuppen da. Aber vor dem Jet siehst du Hälfte von einem Jet in Ausstieg. Wie es zum Beispiel aussieht. Marketingstrategie, das stark. Nicht stark. This is really the money shot. People come driving down this road, and there's pre-COVID, there was about 90,000 vehicles every day going up and down here. About 40 people who own a jet every day passing through this window. About half are different every day. So what we do is at nighttime, we take this little advertisement or video and we put it over here. So at night, everything is black around here. And then so when they drive down, they see this little video in the window, and then they see the airplane, and then they see inside the window. And if they have anything to do with corporate aircraft, normally they will find the time to come back here and come inside. A couple carrots in my ears, enough carrots for me. Feeling like the local scene finally cherishing me. These are the 148 models. What we do now is we have to figure out a sensible way to filter the airplanes out that don't meet your parameters. Honestly, what would be the maximum budget that you would want to spend? 30 mil. 30 Millionen. Der Maximum ist 30 Millionen. Für ein Jet, das heißt, du musst mal nachdenken. Für ein Jet 30. Das heißt, er hat mehr Geld zur Verfügung, weil keiner sagt 30 Millionen. 30 Millionen. Ich sag, guck mal, ich würde bei 30 Millionen erst sagen, wenn ich 400 Millionen oder sowas habe. Oder 30 Millionen. Er ist noch kein Billionär, ne? Oder Milliardär, er ist kein Milliardär, ne?
Ich kann mir vorstellen, 30 Millionen, Was macht er? 30, er macht irgendwas mit Social Media, Marketing und Management. Er labert immer, er labert. Er sagt, ja, aber er stellt sein Maximum auf 30 Millionen. Er kommt aber nicht bei 30, weil das ist schlau. Ja, aber ein Jet kostet nicht so. Es gibt bestimmt Jets, die sind 1 Millionen, aber er konfiguriert sich ja selber den Jet. Das hast du nicht vergessen, er konfiguriert sich selber den Jet, wie er möchte. Ja. Checkst du, ich meine? 30 Millionen, smart. Out of 1 section, 2 sections, or 3 sections, there's 4 or 5 or 6 people in a section. What do you think is 8 minimum? 8 minimum. So now we're down to 58. The next one is the maximum range. So the longest trip from A to B, where do you think that would be 5 or 6 times a year? I'd say farthest realistic, maybe Dubai to London. This is the range that you can go non-stop. Okay, so anywhere in Europe, you can make it to South Africa, and you can make it to Singapore. However, this is with no wind, right? So now, this was the winds last week at 35,000 feet. So what this means is that you're going to be able to fly faster when you're going east, and you're not going to be able to go as far on range, or it's going to take you longer when you're going west. You can see that here, you can make Singapore with all these airplanes. But if you were to start now in Singapore, and watch this is so you can see, if I go to Singapore, you are just barely. Matter of fact, if the winds get a little bit worse and get to 75 knots average, you're not going to get back in that GP. Ich check mal. Doch, ich check. Wind da, Wind hier, Wind hoch. Junge, ich habe bei Frau fast aufgepasst. 1 plus 1 ist 2. Du musst so denken, wenn du von Dublin fährst und die Windstärke, du hast Rückwind. Mhm. Das heißt, du fliegst schneller und du brauchst weniger Windkraft. Aber wenn du Gegenwind kriegst, musst du mehr Kraft aufwenden und mehr. Doch, safe, du musst mehr Benzin. Du denk doch logisch nach, du fährst mit dem Fahrrad so und dann kommt Wind. Dann hast du immer diese Grenze. Aber ich hoffe, du kriegst Wind von hinten noch. Bist du schneller und du benutzt weniger Kraft. Und deswegen fragt ihr gerade, wie viele Kilometer du bist. Kennt ihr immer diese Kollegen, die denken, die hätten auch. Und das sind diese Kollegen, die immer komplett stur sind. Die sind komplett stur und wissen nicht, am Recht. Egal. Hätten irgendwas studiert. One of the things people don't ever ask, which they absolutely should ask, is how much baggage can I put in my airplane? You can see that this number is the 6.4 cubic meters of luggage, and this is half. And I can tell you, this is a nightmare question. Every time somebody has an airplane, they never ask this question, and this is the most important thing of every flight. So this is 100% scale, okay? So I'm 6 foot, I'm 180. This is the exact size. And so if I wanted to take, let's say, the seats on the Gulfstream and compare it to the Challenger, that's the difference in the aisle width. It doesn't look like too big of a deal. You're getting a little bit more aisle width, but really where you see the difference is when we look at the floor plan. So this is 100% scale of the Gulfstream 550. You got the kitchen door here, the galley door, and most airplanes, the front section has these 4 single seats. This is really the normal setup. So the G550, this is what it looks like outside, and this is what it looks like inside. You can see it's got those 3 sections. This is the door that closes off, and you got that bedroom back there and the bathroom behind it. This airplane's got, for the class, it's got the biggest window. See how big that window is? Yeah. It's a huge window. This is twice the size of, let's say, the windows on the airlines. Up front, you have a really big kitchen. Flight attendant can prepare anything. They bring your food from Whole Foods, or you can get it from. 18er KFC Hopkins Bucket oder you want it, and Stellt euch mal vor, wir sitzen immer auf Privatjet. Und er liegt einfach im Bett. In der Luft liegt er im Bett und ist einfach chicken. Und so. KFC. Schaff ich nicht im Bett. Aber dann krümelt das, Mann. Du weißt, du kannst genau KFC flank, das ist. Ja, aber wird doch danach sauber gemacht. Aber wenn du dieses Geld hast, vorher juckt auch an. Hey, Fleck da, Fleck hier. Du rufst ja mal, könnt ihr ein bisschen sauber, die machen direkt wieder clean. Ja, okay. Whatever you place you want, but it's nice when it's prepared fresh on the airplane. Let's say this airplane, you're going to fly it 350 hours a year, and you're going to pay $450 a gallon, okay? That airplane's going to cost about $3.6 million a year to run it, okay, which is about $10,000 an hour. Really, the main thing is $450 a gallon, okay? That airplane's going to cost about $3.6 million a year to run it. Okay, which is about $10,000 an hour. Really, the main thing, there's 3 things. Hat er 3,6 Millionen gesagt? Pro Jahr, damit der Jet funktioniert. Das heißt Tank. Wir reden von Tank. Ich glaube, kann sein. Ich glaube auch Service.
Die Mitarbeiter sind ja nicht kostenlos. To run the jet. Nee, ich glaube einfach nur Tank. Oder smart. 3,6 Millionen, Mann. Das ist... Oder jeden Monat, ich will einmal fliegen. Damit sich das lohnt. Du musst fliegen. Ja, wozu brauchst du einen Jet sonst? Du brauchst einen Jet für Komfort. Deswegen, okay, wozu brauchst du einen Jet? Also wozu braucht man einen Jet? Damit, so müsste ich liege im Bett. Ja, du kannst auch Business Class, First Class. Ich habe Lust auf einmal irgendwo hinzufliegen, wo ohne Stress. Ey, mach mal mein PJ ready, direkt ready. Ey, ich muss nicht warten auf Dings, Security Check, dies und das, hier, woher. Einfach mein Privatjet brauchst du nur, wenn du quick machst. Also wenn du quick sein musst, von hier pack. Ja. Dann kannst du eigentlich Ryanair 30 Euro. Er hat doch gesagt, von Dubai nach London. Er pendelt, glaube ich, immer so von London. Er kommt aus London und wohnt jetzt in Dubai. Er pendelt immer Dubai, London. Das muss sich lohnen, Mann. Eigentlich jede Woche. Du musst jede Woche einmal fahren, jede Woche. Fliegen. Sonst lohnt sich das nicht. Wenn du einmal im Monat fliegst, dann kannst du auch einmal im Monat diese First Class zahlen für 10.000. Aber das rentiert sich ja gar nicht. Natürlich. Auf lange Zeit nicht. 10 mal 12, 120.000 im Jahr. Auf lange Zeit nicht. Wenn er jeden Monat 10.000 für einen genau, im Jahr 120.000. 10 Jahre 1,2 Millionen. Jawohl. 10 Jahre und sagen wir, er zieht das 20 Jahre durch, das sind 2,4 Millionen. Er hat das Geld. Ah, okay, gut. Einfach auswerfen, ja, glaubst du. Irgendwo hin muss auch das Geld. Für irgendwas hat er doch gearbeitet. In meine Tasche. Ach so, weil er kennt dich auch. Soft goods, which is all the fabrics, whether it's the side panels, the ceiling, the seats, the carpet, that kind of stuff. Then the other part is the color of the wood, and then the other one is moving furniture around. To move furniture around is very, very expensive. They have to redo engineering drawings. I mean, literally on a G550, just to give you an idea, if you wanted to change this couch to 2 chairs, it would cost about $400,000. What percentage of jet owners would you say? Couch. Ey, das ist krank, wie teuer Sachen sein können, ne? 400.000. Oh, 400.000. Oh, damit, ich hole mir mein Traumauto. Urus. Mit 400.000. Ey. Der 400.000. Ey, das... Just genuinely have it for personal use or corporate use, 2/3. It's one third of all airplanes are out on a charter for third-party charters. Because I think that's probably one of the things that most people don't understand. It's, okay, cool, very nice, you bought your jet, this, that. Now you're down $3 million a year just to maintain it and upkeep it. Are you seeing that more and more jet owners are buying it, understanding that, you know, for example, in my position, I'm spending maybe $400,000 or $500,000 a year on jet charters. You know, why don't I buy a jet myself, and then why don't I charter it out in the meantime? Unsere Anzeigen arbeiten genauso hart wie Sie. Sie bringen Ihre Kunden. Well, that is a great question. When you're operating it, when you have an airplane, the budget is broken up into 2 things. You got fixed cost and you have variable cost. Fixed cost is what you have to pay whether you fly 1 hour or 400 hours. Okay, it's the pilot salaries, it's the insurance. Das sind die Fixkosten, die zahlst du jeden Monat. Sind 1,6. Fixkosten. Fixkosten ist das, was du jeden Monat zahlst. Variable Kosten, die können sich variieren. Also je nachdem, wenn du länger fliegst, zahlst du mehr Tag, wenn du kürzer fliegst, weniger Tag. Das variiert sich, damit kannst du dich nicht. Aber diese Fixkosten, damit musst du dich fest zufrieden geben, dass du die sowieso zahlen musst. Egal. 1,6 Millionen. Aber ich glaube nicht jeden Monat. Aber so ein Durchschnitt. Ja, im Jahr sind das. Im Jahr meinst du? Den Hangar musst du zahlen, Aircraft Navigation, Refurbishing, Computer Maintenance. Digga, allein, dass der Kapitän einsatzbereit ist, 250.000 im Jahr, ne? Für einen Privatjet-Kapitän. Das ist krank. Sogar Co-Pilot, 231. Digga. Boah, das ist krank. Versicherung, 21.000 ist aber echt wenig für Versicherung. Damit der Jet irgendwie richtig funktioniert. Ja. The plane not, you pay. And then every hour you fly it, you have fuel, landing fees, catering, pilots, hotels, Eurocontrol, flight, all that kind of stuff. So, ach so, der Pilot soll mal sein eigenes Hotel bezahlen. Hä? Ich hab nicht gesagt, dass er sich irgendwie bewerben soll. Was soll das hier werden? Ja, aber er braucht einen Pilot. Ja, aber okay. Irgendwann muss er... Ich finde auch bestimmt einen Pilot, der sein Hotel selber bezahlt. Warum soll ich den Piloten sein Hotel bezahlen? Wieso soll er denn selber sein
Hotel bezahlen, wenn du von deinen Fliegen bist. Dann soll er nicht bei mir arbeiten. Ja, okay, aber achso, die sollen nicht fliegen, sondern auch für sich selber Hotel bezahlen. Ich mache eine Stellenausschreibung bei Indeed oder so ein Shit, dann bewirbt er sich bei mir und danach schreibe ich das rein. Bewirbt euch nicht bei ihm, ihr müsst Hotel selber bezahlen, bewirbt euch nicht bei ihm. Ja, der hat Schaden, ne? Er zahlt euch wahrscheinlich weniger. Nein. The cost per hour is $5,700. So if you're flying 400 hours a year, it costs you $4,000 an hour fixed cost plus 15, so it's $9,500 an hour. But if you start flying more hours, then this is less per hour. So it's cheaper to fly per hour the more you fly. If you're able to charter this airplane for $12,000 an hour, dollars we're talking about, and every hour is costing you half that, that means you're making $6,000 an hour profit, not including fixed costs. If you can charter the airplane out for 200 hours, that's 200 times 6, you're making a profit of $1.2 million. That comes off of this, and now your fixed costs are only $400,000. So if you're flying now at half to 200 hours a year, and you're renting it out for 200 hours, if you get this to 400,000, and you're flying 200 hours a year, it's $2,000 an hour, plus this, so now it's costing you $7,500 an hour. And the more you fly it, the cheaper it gets. You'll say, well, I can go rent it out 300 hours a year. You can, but every other day you're gonna get a phone call. You have to give owner approval, and then you say, well, who is it? I just did the interior. I don't want them to have red wine. I don't want them to smoke. I don't want them to have a dog. I don't want them to have a coffee, because they're gonna split on the carpet, and on a Gulfstream, you replace the carpet, it's $70,000. So, or if you have a kid who's chartering a plane, he has a Sharpie, and he's, oh, mommy, and right across the wall on the suede, and you're not gonna get out. So Mein Kind, ein Zeichen, direkt. Kofferraum. Short. Quick, Short. Rauswerfen. Eins von den beiden. Nicht Kofferraum, sondern wo die Koffer hinpacken. Ja, oder unter Sitz oder so. Funktioniert nicht. Ey, wie? Wie du nimmst ein Messer und machst es den hier, oder? War, geht nicht. Ey, schade. Geht nicht. These kind of things are inconvenient. Ja. Das war's auch. Aktuell, Das war echt interessant zu sehen, was so die Kosten vom Jet sind und wie das so alles abläuft, Digga. Aber ich würde es mir auch holen. Wenn ich das Geld hätte, ich würde es mir auch holen. Wieso guckst du so? Ich frag mich. Ich darf doch nur gucken. Das ist ein Helikopter. Ja, okay, aber ein Helikopter ist doch viel geiler. Nein, finde ich nicht. Digga, du kannst einen Helikopter komplett ausrüsten. Finde ich nicht. Ja, ein Jet Die fliegen, nein, okay, aber es geht doch um, guck mal, ein Jet ist nicht sicher. Ein Helikopter ist sicher als ein Jet. Warum ist ein Jet nicht sicher? Weil bei einem Helikopter kannst du den vollkommen ausrüsten. Mit Waffen kann man, beispielsweise, mit Waffen. Kannst du nicht. Natürlich kannst du das. Wenn du das Geld hast, kannst du alles machen. Kannst du nicht. Glaub mal. Kannst du nicht. Du kriegst dir wird kein Helikopter zur Verfügung gestellt, der an den Seiten mit Waffen zu viel Gitarre gestellt. Nein, das ist einfach nur Deutschland. Deutschland ist sowieso viel zu viel TÜV geprüft. Ja, und das ist deswegen funktioniert. Das ist in Amerika nicht. In Bangladesch, Shoutout. Aber in Bangladesch, ich glaube, ich würde das safe irgendwas kriegen. Komm in Bangladesch, Digga. Ey, lass es lieber. Na egal. So Leute, das war's mit dem Video. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Liken. Achso, abonnieren, genau. Abonnieren, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim neuen Video. Peace. Ciao. Young Iris on the beat, let's go.